Willkommen bei Wordconomy. Heute schauen wir uns die sogenannte For-Next-Schleife in Excel VBA an. Die For-Next-Schleife ermöglicht einen automatisierten Durchgang einer festgelegten Aktion und hilft dabei, Zwischenschritte einzusparen und die Datei effizienter zu gestalten. Doch schauen wir uns hierfür am besten mal folgendes Beispiel an, um die For-Next-Schleife richtig zu verstehen. Wir haben die Aufgabe bekommen, die Zahl 100 ganze 50 Mal beginnend bei Zelle A1 nebeneinander erscheinen zu lassen. Um die Zahl 100 nun nicht 50 Mal händisch in die einzelnen Zellen eintragen zu müssen, können wir wunderbar von der For-Next-Schleife Gebrauch machen. Zunächst springen wir in unseren VBA-Editor und wählen die entsprechende Tabelle aus, in welcher unsere Aufgabe zu lösen ist. Zunächst müssen wir unser Sub benennen. Wir nennen es einfach mal Sub-Aufgabe. Der erste Schritt der For-Next-Schleife ist das Dimensionieren unserer Variable. Als Variable wählen wir den Buchstaben i. Hier kann jeder Buchstabe oder Variablenamen nach Belieben gewählt werden. Unsere Variable dimensionieren wir als Integer, also als ganze Zahl. Somit schreiben wir dim-i, also die gewählte Variable, as Integer. Im zweiten Schritt müssen wir festlegen, wie oft die entsprechende Aktion durchzuführen ist, also wie oft die Schleife durchlaufen werden soll. Hier kommt das For der For-Next-Schleife ins Spiel. In unserem Fall soll die Zahl 100 ja 50 Mal nebeneinander geschrieben werden. Unsere Schleife soll demnach 50 Mal durchlaufen werden, sodass wir For i gleich 1 zu 50 schreiben, da unsere Schleife ja 50 Durchläufe umfasst. Perfekt, nun müssen wir der Schleife nur noch sagen, welche Aktion 50 Mal wiederholt werden soll. Hier folgt nun der Code unserer gewünschten Aktion. Da unsere Aufgabe ja lautet, ab Zelle A1 die Zahl 100 50 Mal nebeneinander erscheinen zu lassen, müssen wir zunächst Zelle A1 auswählen. Hierbei schreiben wir Cells in Klammern 1 für die erste Reihe und i für unsere Spalte, die nun mit Hilfe der Variable 50 Mal durchlaufen wird, Punkt Value gleich 100, also unser gewünschter Wert von 100. Nun müssen wir unseren Code nur noch mitteilen, dass nach jeder ausgeführten Aktion diese so lange wiederholt werden soll, bis unsere gewünschte Anzahl der Wiederholungen erreicht wird. Hier kommt nun das Next der For-Next-Schleife ins Spiel. Hier schreiben wir schließlich Next i, was dem Code mitteilt, dass nach jedem beendeten Durchgang der nächste i-Wert genommen werden soll. Im ersten Durchgang wird somit die Zelle 1,1 angesprochen, im zweiten Durchgang die Zelle 1,2 und im dritten Durchgang die Zelle 1,3 und so weiter. Gestoppt wird die Schleife demnach erst, wenn die Zelle 1,50 angesprochen wird. Unser Sub beenden wir wieder, indem wir End-Sub schreiben. Und nun können wir unsere gewünschte Aktion endlich durchführen, indem wir das Makro mit dem Play-Symbol starten. Siehe da, wir haben unser Ziel erreicht und die Zahl 100 wurde 50 Mal nebeneinander aufgeschrieben. Perfekt! Natürlich handelt es sich hierbei nur um ein simples Beispiel. In komplexeren Codes hilft die Schleife aber enorm weiter, um gewisse Aktionen zu automatisieren. Ich hoffe, dieses Video konnte dabei helfen, das Thema der For-Next-Schleife in Excel VBA zu erklären und zu veranschaulichen. Wenn ihr euch hierzu weitere Beispiele wünscht, schreibt's einfach in die Kommentare. Und über ein Abo und eine positive Bewertung für weitere Excel-Videos würden wir uns auch sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wordconomy.